Hardcore, eine Hardcore-Ausgabe, denn wir haben was zu feiern. 25 Jahre Scooter. Scooter sind da. HP, Michael und Phil. Moin. Moin, hallo. Schön, dass ihr da seid. Schwarzer Tee für dich, HP, kein Kaffee. Ich dachte, gerade noch so Vormittagsbereich, da bräuchtest du vielleicht doch eher so einen kleinen Koffeinschub nochmal. Nee, ich bin wirklich Teetrinker und das ist so für mich so das Ding, um wach zu werden. Also ich trinke morgens eigentlich immer Tee, also nachmittags oder abends gern auch mal einen Kaffee, aber eigentlich bin ich schon mehr Teetrinker. 25 Jahre. Was für ein Wahnsinn. Du bist natürlich das Bandmitglied logischerweise, was am längsten dabei ist. Die anderen sind dazugekommen. Ja. Auf so einer Nervigkeitsskala von 1 bis 10. Wie blöd ist es immer für euch trotzdem, wenn man noch mit den alten Dingern konfrontiert zu werden? Also wenn da doch wieder einer fragt. Ich wollte noch mal wissen, how much is the fish oder move your ass oder... Also ich sage immer, es ist zum Glück so, dass es ja ein paar Variationen gibt. Ich finde, schlimm ist es, wenn du so im Leben einen Hit hattest und das war's dann. Und dann bist du immer auf einen Hit so reduziert. Und zum Glück haben wir ein paar mehr. Also ich wollte gerade sagen, das ist ja nun bei euch. Und dann gibt es so eine Auswahl. Natürlich ist es so, dieses Hyper ist schon krass, weil das jetzt über 20 Jahre einem hinterhergerufen wird. Aber dann eben Fisch oder Düpp. Es gibt ja noch mehr. Ne? Aber es gibt ja auch genug Bands, die haben gar nichts dergleichen. Das ist allerdings natürlich schön. Ne? Ja. Es gibt tatsächlich ein neues Album, logischerweise zu 25 Jahren Scooter. Das muss man feiern, das muss man auch fett feiern. Und deshalb gibt's Forever. Ist das so ein bisschen schon mal die Botschaft, Leute, uns braucht ihr gar nicht abschreiben, weil wir machen nochmal 20 Jahre weiter. Ja, weil wir dachten... Wie auch immer ihr dann ausseht. Aber, ja, ich meine, aber nach 25 Jahren, da denkt man schon so, ja, da muss man auch irgendwie einen plakativen Titel haben. So, ne? Forever, das klingt ja schon, ist ja schon eine Aussage und fanden wir irgendwie cool. Ja, das Ding ist ja auch, das heißt ja nicht unbedingt, dass wir jetzt für immer weiter Alben machen müssten, aber Scooter wird immer natürlich weiterleben, ist ja klar. Also in den Menschen. Ist ja das sowieso. Ich meine, guckt dir mal bitte die 90er-Jahre-Partys im Norden an. Wenn es da losgeht am Wochenende, dann ist ja logisch, dass mindestens eine Hymne von euch mit dabei ist. Ich sag mal, der durchschnittliche Scooter-Konzertbesucher, wie alt mag der mittlerweile sein? Habt ihr da mal offizielle Statistiken erhoben? Nee, den gibt's nicht. Den durchschnittlichen Besucher gibt's nicht. Also die Masse, also das ist so durchwachsen, von Banker bis zum Punker gefühlt. Also Altersklasse, also komplett von Kind bis eigentlich zu alt, um auf ein Konzert zu gehen. Da sind wir auch irgendwie stolz drauf, dass du einmal so eine eingeschworene Fangemeinde hast, also die so über die Jahre mit uns älter geworden sind, dann aber auch ganz viel neue dazugekommen sind, die Kids dazugekommen sind. Und die Mischung macht's. Und was ich so toll finde, ist die Stimmung einfach. Ne? Das ist so, ohne Aggression, es ist einfach eine positive Stimmung und so eine Energie im Publikum. Alle rasten aus, egal wie alt und was sie so machen. Und das ist schon das, was ich glaube, das ist gefällt. Das, was halt 90er an Scooter ist eigentlich nicht mehr die Musik, weil wir spielen eigentlich keine Titel aus den 90ern fast. Es ist eher dieses Rave-Ding, dieses Unity, alle rasten zusammen aus. Ja. Das ist eher so dieses 90er-Happening, was eher stattfindet, als jetzt die Musik an sich. Ne? Ein kleines Entweder-Oder mit Scooter. Ja, ein Klassikkonzert oder Helene Fischer Show im Stadion? Für mich eher ein Klassikkonzert. Vom Entertainment-Faktor, glaube ich, ist es tatsächlich, wenn ich jetzt heute mir es aussuchen müsste, dann wäre es wahrscheinlich die Helene Fischer Show. Ja, von der Show auf jeden Fall. Das interessiert mich eigentlich ganz. Also von der Show auf jeden Fall gut. Action, ja. Lieber eine Woche ohne Smartphone oder 3 Monate ohne Glotze zu Hause? 3 Monate ohne Glotze. Ja, auf dem Smartphone kann ich auch glotzen. Stimmt. Also ich kann auf Fernsehen verzichten, aufs Telefon eher weniger. Also ich bleib dann auch beim Smartphone. Lieber eine Show in der Ukraine oder in der Türkei? Im Augenblick eher Türkei, ja. Nee, also das war einfach so, wir hatten bei uns im Schedule stand Krim, habe ich jetzt nicht, da waren wir auch früher schon öfter und bei uns ist wirklich so, wir machen halt unsere Musik und für uns ist das so, Musik kennt keine Grenzen, also überall wo Fans sind und die uns hören, da fahren wir auch hin und klar, da waren 20.000 Leute. Natürlich versuchten dann immer Politiker das so ein bisschen für sich auszunutzen, jeder auf seine Weise und da irgendwie eine Story draus zu machen. Wir waren da eher selber so ein bisschen überrascht über diesen Hype, der da entstanden ist. Aber bei uns ist es ganz klar, also wir sind wirklich nicht politisch oder so, da haben wir keine Aktien, wir spielen einfach für die Leute und nicht mehr und nicht weniger. Danke, dass ihr da wart. Scooter bei NDR 2. Sehr gern. Forever Danke. heißt das Album. 25 Jahre, unfassbar. Und ich habe mir einen persönlichen Traum erfüllt, weil ich wollte immer mal Scooter interviewen. Haha, sehr schön.